Viele Deutsche interessieren sich für eine zweite Staatsbürgerschaft und der Schweizer Pass steht hier auf der Wunschliste ganz oben. Aber es ist gar nicht so einfach, diesen zu bekommen. Wie es genau funktioniert, werde ich dir in diesem Video erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich sitze hier gerade in Zürich. In den letzten Tagen war unser Auswandern in die Schweiz-Seminar sehr intensiv, sehr interessant. Das Thema Schweiz ist für viele Deutsche ein Riesenthema. Wir sehen, was in der EU abgeht, was in Deutschland abgeht. Da will man sich im Ausland, außerhalb der EU in Sicherheit bringen, sein Vermögen in Sicherheit bringen, denn man weiß ja nicht, was man hier in Deutschland und in der EU noch zu erwarten hat. Viele haben das Gefühl, die EU entwickelt sich hier mehr und mehr zur Sowjetunion. Und auf diesem Seminar, dort besprechen wir natürlich genau solche Themen wie auch die zweite Staatsbürgerschaft, neben vielen anderen Themen. Was heißt es, steuerlich in die Schweiz wegzuziehen? Was ist, wenn ich Immobilien in der Schweiz kaufen will? Wie funktionieren Schweizer Banken, Edelmetalle in der Schweiz, Aufenthaltsbewilligungen, Firmengründungen und so weiter und so fort. Wenn das auch für dich ein Thema ist, wenn du dich mit dem Wegzug in die Schweiz befasst, dann komm doch zu einem unserer nächsten Seminare. Alle Termine auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, der Schweizer Pass. Zugegeben, der deutsche Pass ist schon ziemlich gut. Man kann damit in sehr viele Länder einreisen, visumsfrei. Gemäß vielen Pass-Rankings ist der deutsche Pass definitiv der beste Pass der Welt. Vielleicht ist der Pass aus Singapur genauso gut. Also da würde man sich natürlich zunächst fragen, warum braucht man überhaupt einen zweiten Pass, wenn der deutsche Pass doch so stark ist, wenn ich so viel damit machen kann? Nun, die Antwort ist natürlich die aktuelle Entwicklung in Deutschland, in der EU, in der Welt. Ganz oben die geopolitische Situation. Die Krisen scheinen nicht weniger zu werden, sie scheinen zu eskalieren. Immer mehr wird aufgerüstet. Jetzt wird die Wehrpflicht in Deutschland wieder so hintenrum eingeführt. Unsere jungen Männer und Frauen bekommen Fragebogen zugeschickt. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn kurz über lang tatsächlich wieder ein richtiger Wehrdienst eingeführt wird, und zwar nicht auf freiwilligen Basis. Wenn man sich die Situation in der Welt anschaut, dann scheint es auch greifbar zu sein, dass es hier möglicherweise zu einem Kriegseinsatz im Ausland kommt, in der Ukraine oder in irgendeinem anderen Gebiet. Hier muss man als Deutscher nicht nur den NATO-Verteidigungsfall Artikel 5 beachten, sondern auch die Beistandsklausel im EU-Vertrag. Jedes EU-Land muss hier einem angegriffenen EU-Land Beistand leisten. Oftmals hat das viel weitreichende Konsequenzen, zum Beispiel diese Beistandsklausel, als der NATO-Artikel 5. Weil beim NATO-Artikel 5 auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Gremien über einen solchen Bündnisfall entschieden wird in der EU. Innerhalb der EU ergibt sich ein solcher Beistandsfall de facto schon durch den Angriff auf ein EU-Land. Und dann sind natürlich auch die neutralen Länder, wie zum Beispiel Irland und Österreich, betroffen. Was heißt das dann? Was heißt es, wenn es zu einem Spannungs- und Verteidigungsfall kommt? Nur da wird die allgemeine Wehrpflicht wieder aktiviert. Männer unter 60 dürfen ohne Erlaubnis der Bundeswehr nicht das Land verlassen. Möglicherweise gibt es tatsächlich Reisebeschränkungen, die für alle gelten. Und schwuppdiwupp bist du im Kriegseinsatz an der Front und musst kämpfen. Wenn es zum Spannungs- und Verteidigungsfall kommt, dann ist es meistens natürlich schon zu spät. Man muss hier früher reagieren. Wir hatten zum Beispiel beim Seminar in der Schweiz einen Teilnehmer, der war Ukrainer, der hatte eben aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft, hatte einen deutschen Pass und ist rechtzeitig vor dem Krieg letztlich ausgewandert, lebt in Deutschland. Du kennst ja das Problem wahrscheinlich, die Ukraine hat untersagt, dass für Männer die Pässe im Ausland in den Botschaften verlängert werden. Bist du also ein Ukrainer und dein ukrainischer Pass läuft ab, dann bist du handlungsunfähig, dann bist du reiseunfähig. Du kannst nicht in die Ukraine zurück, beziehungsweise wenn du zurückgehst, um dir einen neuen Pass zu besorgen, dann behalten sie dich gleich ein. Lebst du in Deutschland, dann sitzt du dort also tatsächlich fest. Die Deutschen geben dir ebenfalls keine Ausweispapiere. Du kannst dir vorstellen, wie wenig flexibel diese Ukrainer ohne Ausweispapiere sind. So, das Gleiche könnte ja möglicherweise auch in Deutschland passieren. Nehmen wir einmal an, es kommt zu Spannungs- und Verteidigungsfall. Du hast es rechtzeitig geschafft, noch nach Dubai auszuwandern, wie ja auch viele Russen und Ukrainer. Jetzt bist du in Dubai, hast deinen deutschen Pass und auf einmal wird dieser nicht verlängert bei der deutschen Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann sitzt du dort fest, du bekommst keinen neuen Pass mehr. Hast du aber einen Zweitpass, den du dir schon vorher besorgt hast und bist damit dann in Dubai, dann kannst du mit diesem Zweitpass reisen. Dann ruht der deutsche Pass für ein paar Jahre und du bist eben so lange mit dem zweiten Pass unterwegs. Du musst die deutsche Staatsbürgerschaft gar nicht aufgeben, aber die zweite Staatsbürgerschaft erlaubt dir Handlungsfreiheit, erlaubt dir, dich weiterhin in der Welt zu bewegen.
zu reisen, nicht festzusitzen an einem Ort. Weitere Szenarien sind zum Beispiel eine mögliche Besteuerung nach Staatsangehörigkeit, wie wir das ja aus den USA kennen. Das mag weit weg sein, das mag vielleicht nie kommen, aber es gibt immer so im Untergrund, im politischen Dickicht, im politischen Unterholz hier entsprechende Diskussionen. Wir haben das ja bei den Grünen vor ein paar Jahren im Wahlprogramm gesehen, wo dieser Punkt ganz klar gefordert wurde. In Frankreich wurde in verschiedenen Ausschüssen dieses Thema diskutiert. Also es ist immer so irgendwo vorhanden, latent. Es wird natürlich nicht so ohne weiteres eingeführt. Es wäre ja auch kompliziert einzuführen, denn sämtliche Doppelbesteuerungsabkommen müssten neu verhandelt werden. Also wie das Ganze konkret funktioniert, das weiß man jetzt noch nicht. Aber wenn es Schlag auf Schlag kommt, wenn der Staat auf einmal Geld braucht, weil er kein Geld mehr hat, dann könnte dies natürlich eine Maßnahme sein, um dann Leute am Auswandern tatsächlich zu hindern und dafür zu sorgen, dass sie überall besteuert werden. Auch hier hilft dann ein zweiter Pass. Du könntest dann in der Theorie die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, wärst dann kein deutscher Bürger mehr. Und wenn der Pass zum Beispiel jetzt kein EU-Pass ist, denn wir würden ja davon ausgehen, dass eine solche Maßnahme EU-weit eingeführt wird, dann wärest du dann mit dem zweiten Pass vor einem solchen Vorgehen geschützt. Nehmen wir an, es kommt noch eine Vermögensteuer und nehmen wir jetzt einmal an, diese Vermögensteuer wird verknüpft mit diesem Prinzip der Besteuerung der Staatsbürgerschaft. Dann ist also nicht nur dein Einkommen betroffen, sondern auch dein weltweites Vermögen. Auch da ist es natürlich sinnvoll, wenn du eine weitere Staatsbürgerschaft hast und nicht jene nur aus Deutschland. Das sind so die typischen Gründe, warum unsere Mandanten zweite Staatsbürgerschaften erwerben, sich darum bemühen. Und das macht natürlich auch den Schweizer Pass so interessant, weil die Schweiz natürlich ein Land ist, das nicht in der EU ist. Da ist ein gewisses Grad an Unabhängigkeit gegeben, auch wenn es viele Stimmen in der Schweiz gibt, die hier für einen EU-Beitritt plädieren. Auch ist die Schweiz neutral. Auch die Neutralität ist natürlich unter Beschuss, das ist mir klar. Aber so, wie man auf Englisch sagt, all things considered, kann man davon ausgehen, dass die Schweiz immer noch sicherer ist als Deutschland und die EU. Ganz davon abgesehen ist die Schweiz natürlich eine lang etablierte Demokratie. Sie ist ein Fels in der Brandung in puncto Stabilität, Zuverlässigkeit, hat eine starke Währung, ist eines der reichsten Länder der Welt, ist wahnsinnig sicher für dich und deine Familie, also durchaus ein Land, dessen Bürger man gerne sein möchte und deswegen zieht es ja auch so viele Deutsche in die Schweiz, keine Frage. Allerdings ist der Weg zum Schweizer Pass ein steiniger. Wenn du als EU-Bürger in die Schweiz umziehst, dann hast du hier ein Recht auf die sogenannte B-Bewilligung, das ist eine temporäre Aufenthaltserlaubnis, die ist 5 Jahre gültig, die ist relativ einfach zu bekommen. Jeder EU-Bürger, der in die Schweiz umzieht, kann diese bekommen, unter der Annahme, dass er jetzt hier dem Schweizer Staat nicht auf der Tasche liegt, natürlich. Ja, aber wenn du einen Job hast, ein Unternehmen, wenn du Vermögen hast, eine Rente, dann bekommst du diese B-Bewilligung. 5 Jahre ist sie gültig, die 5 Jahre musst du aussitzen, dann kannst du eine C-Bewilligung beantragen. Das ist also eine Daueraufenthaltsgenehmigung für die Schweiz. Und wenn du diese für weitere 5 Jahre hast, also insgesamt 10 Jahre in der Schweiz gelebt hast, dann hast du ein Recht, den Schweizer Pass zu beantragen. Das geht dann nochmal locker 3 Jahre, bis du diesen hast, bis das Antragsverfahren abgeschlossen ist. Insgesamt musst du also gut 13 bis 15 Jahre rechnen, bis du den Schweizer Pass hast. Bis dahin sollte hoffentlich der Krieg hier zwischen Russland und der Ukraine beendet sein und ein möglicher 3. Weltkrieg auch. Aber Spaß beiseite. Wie jetzt hier die Schweizer Staatsbürgerschaft verliehen wird, das ist nochmal ein ganz interessanter Prozess, denn das liegt nicht in der Entscheidung des Bundes, wie zum Beispiel in Deutschland, wo die Bundesregierung, der Bundestag hier festlegt, was die Parameter sind für die Einbürgerung. Diese Entscheidung obliegt den Gemeinden. Genau, du hast es richtig gehört, den Gemeinden. Das heißt, deine Nachbarn letztlich entscheiden, ob du Schweizer Staatsbürger wirst oder nicht. Das ist natürlich nicht ohne Kontroverse, ganz klar, da kannst du dir mal Medienberichte zu anschauen, wie das Ganze so in der Schweiz abläuft. Zum Teil gibt es hier hohe Ablehnungsquoten. Auf die Gründe will ich jetzt gar nicht hier eingehen, warum solche Anträge abgelehnt werden, aber du kannst es dir schon vorstellen. Größere Orte, zum Beispiel Zürich, da gibt es eine Kommission. Dass du dort die Staatsbürgerschaft bekommst, ist relativ sicher. Da gibt es relativ wenig Ablehnungen. Abgelehnt zum Beispiel kann die Staatsbürgerschaft werden, weil du dich nicht genügend um Integration in die Schweiz bemüht hast. Vielleicht bist du in keinem Verein ein Mitglied, vielleicht bist du komplett unbeliebt in deiner Gemeinde, vielleicht engagierst du dich hier nicht für das Gemeinwohl. Das sind dann alles Gründe, warum man dir die Staatsbürgerschaft nicht geben will. Natürlich Dinge wie polizeiliches Führungszeugnis, Schulden zu haben in der Schweiz, all das sind auch Gründe, aber das dürfte klar sein, das ist in vielen Ländern
auch so. In der Realität haben wir natürlich etliche Mandanten, die die Schweizer Staatsbürgerschaft erworben haben. Vielfach sind das Personen, die jetzt nicht nur wegen dem Pass in die Schweiz ziehen, sondern die sowieso in der Schweiz leben. Vielleicht ziehen sie dort ihre Kinder groß und dann gehen ja die Kinder sowieso 10, 12, 13 Jahre in die Schule. Das heißt, man lebt dann dort sowieso. Man ist dort dann relativ festgewachsen und das ist auch wichtig und auch für den Antrag auf die Schweizer Staatsbürgerschaft. Damit du nämlich hier die Einbürgerung beantragen kannst, musst du in der Gemeinde, wo du jetzt lebst, zum Teil mindestens 5 Jahre gelebt haben. Ja? Also, wenn du jetzt hier 5-mal umziehst in den 10 Jahren, dann hast du möglicherweise ein Problem, weil du nicht lang genug in der Einbürgerungsgemeinde gewohnt hast. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Fristen. Üblicherweise 3 bis 5 Jahre ist das, was du beachten musst. Wenn du dies ignorierst, dann auch hier natürlich ein guter Grund, warum man dir die Staatsbürgerschaft nicht gibt. Übrigens, im deutschen Recht gibt es nichts, was hier deine zweite Staatsbürgerschaft in der Schweiz aufhalten würde. Es war schon vor der Gesetzesänderung im Juni 2024 möglich, EU-Staatsbürgerschaften und die Schweizer Staatsbürgerschaft innezuhaben als deutscher Staatsbürger. Seit Juni 2024 kann man auch alle anderen Staatsbürgerschaften erwerben, beliebig viele. Man muss hier keinen Beibehaltungsantrag mehr stellen für die deutsche Staatsbürgerschaft. Daher, wenn also der Schweizer Pass jetzt für dich doch als unerreichbar scheint, gibt es natürlich auch noch viele andere interessante Länder, wo man eine solche Staatsbürgerschaft erwerben könnte. Ich hatte ja vor kurzem schon über Gibraltar gesprochen. Ich hatte vor kurzem schon darüber gesprochen, dass man ja auch Staatsbürgerschaft kaufen kann oder diese auch durch Abstammung erwerben kann. Wir haben schon vielen Mandanten geholfen, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben über die verschiedenen Wege, die sich dort so anbieten. Wenn auch das ein Thema für dich ist, sei es jetzt die Schweizer Staatsbürgerschaft oder eine andere Staatsbürgerschaft, da würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Auswanderung, Plan B, Steueroptimierung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.